Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung, zurück in Vampyr. Wir sind jetzt in der Nähe des Pembroke Hospital angekommen, allerdings hier an der Leichenhalle und sind einem Dr. Chadesh begegnet, der sich selber nicht mehr Doktor nennt, obwohl er noch einen Kittel trägt, denn er kümmert sich jetzt um die Leichen und hat ein Pfandleihgeschäft. Und es war gerade ein bisschen merkwürdig, denn er ging nach unserem kurzen Gespräch beim letzten Mal, ihr erinnert euch vielleicht noch, ging er hier durch diese für uns verschlossene Tür und sprach mit einer Person. Und diese Person war offensichtlich eine verstorbene Person und führte damit ein Gespräch, dass er sie jetzt beerdigt, wo seine Frau schon läge, und sprach ganz mitfühlend mit dieser toten Person hier. Also da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir ihn darauf ansprechen können, was denn seine Beziehung zu den Toten Good evening, ist. Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Weil das klingt irgendwie ein bisschen creepy, muss ich sagen. Wir fragen mal, wir wissen offenbar, dass er schon mal Sanitäter war durch ein anderes Gespräch, nehme ich mal an. Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir, but I rose to the challenge. Ah, das ist der, ich erinnere mich, der eigentlich kein wirklicher Arzt ist. Und jetzt macht das auch Sinn, warum er sich selber nicht Arzt nennen will. Warum hat er dann nicht abgelehnt? Also, das finde ich jetzt wieder sehr vorwurfsvoll. Sie können sich doch nicht als Arzt ausgeben. Aber er hat uns ja gerade gesagt, er nennt sich nicht Arzt. Er kleidet sich zwar so, aber es ist irgendwie ein bisschen... Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir. I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Chidana. It was a time beyond belief, Dr. Reed. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now. Das haben wir gehört. Ja, aber jetzt als Arzt ausgeben, tut er das wirklich? Ich sag das mal, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es wirklich stimmt. You can't impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. People could die at your hands. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Does that not say enough about triage and war surgery? Durchschnittliche Bewertung, ja, was immer das auch heißt. Also, ist es egal, wer da Sanitätsdienst macht, weil will er mir das damit sagen? Oh Mann. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. A funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Ja, nee, sie ist jetzt selber begraben? Was soll ich dazu sagen? Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. Aber wieso spricht er denn dann mit denen? Das ist ja echt merkwürdig. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Okay, also hat irgendwie gelernt, dass er da keine How Angst did vor you haben get this job? braucht. After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Ah, über Milton ist er da dran gekommen an den Job. Interessant. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open.
Warum wurde die denn geschlossen? Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Ja, war das Massengrab, wo wir aufgewacht sind? Möglicherweise. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Ich sehe, wie unheimlich der Typ, ne? Und dass der gleichzeitig als Pfandleiher arbeitet, finde ich auch irgendwie merkwürdig. Das klingt mir fast, oder es sieht mir fast so aus, als wenn der die Sachen von den Toten stiehlt. Irgendwie ist der mir nicht sehr geheuer, der Typ. Wurde versehentlich als Sanitäter angestellt und hat seit seiner Arbeit als Sanitäter keine Angst vor dem Tod. Sehr, sehr kurios, der Typ hier. Gut, wir haben noch ein paar persönliche Fragen. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. Tja, wenn du wüsstest, Rakesh Shadana, dann, weiß ich auch nicht, was du machen würdest. Wenn du wüsstest, mein Freund. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Jetzt hier hochphilosophisch. Ja, jetzt die große Frage im Raum. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade. I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Ich finde es auch irgendwie merkwürdig, dass wir bei ihm dann irgendwelche Chemikalien einhandeln konnten. Ich hätte jetzt gedacht, er hat Wertgegenstände bei sich oder so. Bisschen merkwürdig. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. Okay, wenn er meint. Goodbye, Mr. Chidana. Ja, lassen wir ihn mal hier bei seiner Arbeit mit den Toten. Das ist ja wirklich ein bisschen kurios. So, und hier ist jetzt die... Ne, die Leichenhalle, sondern das Krankenhaus. Hier befinden sich wieder diverse Personen. Good Haben wir evening, mit denen Nurse schon mal Hawkins. gesprochen? Good evening, das ist Dr. Pippa, Reed. genau. Ja, haben wir da was Neues? Ne, keine Hinweise zu Goodbye, Schwester Nurse Pippa. Hawkins. Ja, also das ist jetzt wirklich schade, dass wir Dorothy Crane jetzt an die Skulls verloren haben. Das ist Good natürlich evening, höchst sir. I'm besorgniserregend. Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers.
Oh, jetzt wird hier gleich wieder die Judgmental Card gespielt hier. Urteilt gleich wieder über uns. Auf welcher Basis denn bitte? Fragen wir ihn doch mal ein bisschen aus. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Ach ja, die Neidgeschichte wieder. Sollen wir immer drohen, den Tonfall ändern? Ich bleib mal diplomatisch. Also hier so ein... Wir müssen ja irgendwie mit denen auch zusammenarbeiten. Da sehe ich jetzt keinen Grund für derartige Anfeindung, ganz genau. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Ja, okay, das ist ja fair enough. Also das ist ja in Ordnung. So, Freddy Jumpy muss weg. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und danke dir. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Okay. Welche Gedanken hat er denn zu Stricklands Forschung? Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Ach, das war diese Rivalität, dieser Ärger. Beeinträchtigt Ihre Rivalität Ihr Urteilsvermögen? Gute Frage. Weshalb wollen Sie den Eingriff vornehmen? Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Tja, was sagen wir denn dazu? Ich vertraue Ihrem Urteil. Wir kennen ihn ja noch gar nicht. Sie werden für jedwede Folgen gerade stehen. Ich weiß nicht, worauf sich das bezieht. Auf seine Behandlung? Oder ist es ein sehr konservativer Ansatz? Ja, weiß ich auch nicht. Das würde ich jetzt an ihn zurückspielen, den Ball, glaube ich. If you are going to lead this surgery, I'm trusting you to assume the consequences of your actions, whatever the result. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. Fragen wir trotzdem nochmal nach, ob da nicht irgendwie eine Beeinträchtigung vorliegt in seinem Urteilsvermögen. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Naja, wenn er das sagt. Wenn er das sagt. So, das hatten wir jetzt aber schon. Persönliche Fragen. Hat er vielleicht schlechte Erinnerungen an seine Zeit beim Militär? It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Tja. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money? Fame?
Or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Ja, das ist ein bisschen die abweisende Art. Kein Grund, mich vor Ihnen rechtfertigen. Also so Kritik ist nicht so meins, in Anführungsstrichen, würde da rauskommen. Man kann sich hiermit rechtfertigen. Ich habe viele Leben gerettet, also ein Argument einsteigen, dass man sagt, naja, das war ja für was Gutes. Oder in so einen Allgemeinplatz abdriften. Wissen ist unsere wichtigste Waffe. Finde ich irgendwie ein bisschen belanglos. Das sagt sich so leicht dahin. Ich würde argumentieren, dass wir viele Leben gerettet haben. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. So, ihn können wir wohl nicht überzeugen. Thank you for your time. Naja. We'll talk later. Interessant, haben wir ihn auch endlich mal kennengelernt hier. Werde ich mich jetzt hier nochmal umschauen. Du bist doch der Arzt gewesen, um den es hier ging, ne? Genau, das ist Dr. Good evening to you, Strickland. Dr. Reed. Can I be of any help? Ja, jetzt können wir ihn nämlich ansprechen auf Ackroyds Aversion gegen moderne Methoden. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Oha, das sind natürlich große Vorwürfe hier. Obsolete Concept of Medical Science, also der verfolgt völlig obsolete, völlig überkommene Wissenschaftskonzepte. Das sind natürlich auch harte Anschuldigungen, muss man sagen. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Ja, das könnte gut sein. Das würde zu seinen Aussagen von eben ja passen, die Dr. Ackroyd eben gemacht hat. Ne? Wenn ihr euch erinnert, da ging es ja darum, dass er uns sagt, wir hätten quasi die Wissenschaft benutzt, um uns selber in ein besseres Licht zu rücken. Und dabei aber auch offensichtlich nicht sehen wollen, dass das auch viele Menschenleben gerettet hat. Ne? Goodbye, Dr. Strickland. Schwieriges Thema nach wie vor. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Ja, das sehe ich. Vielleicht kann ich dich jetzt nochmal irgendwie ansprechen darauf. Nee, leider nicht. Also das ist nach wie vor schwierig. Da haben wir noch keine Lösung für. Aber ich würde tatsächlich jetzt diese Beurteilung übernehmen, dass Dr. Ackroyd hier so eine persönliche Vendetta-Fehde gegen uns hegt und es ihm gar nicht um Dr. Strickland geht, sondern in Wirklichkeit um unsere Bluttransfusionsmethode, die er ablehnt. Das ist natürlich echt schwierig, ne? Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Tja, nicht so wirklich, ne? Wir haben uns ja noch nicht so wirklich entschieden. Weiß ich, wie lange wir das noch rauszögern können. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. Waren wir hier schon an ein unvollendeter Brief?
Vom 2. November. Meine lieben Kinder, es tut mir leid, dass ich euch bisher nicht geschrieben habe, aber es schmerzt höllisch. Allein diese paar verflixten Wörter zu Papier zu bringen. Macht euch keine Sorgen, Daddy kommt aus dem Krankenhaus, sobald die Ärzte seinen Arm heil gemacht haben. Also das ist ein Brief von Mr. Fiddick hier. Wenn ihr bis dahin etwas braucht, geht zu Mr. Chadwick auf der Baustelle und sagt ihm, dass ihr Harvey Fiddicks Kinder seid. Erinnert ihr euch an Robert Chadwick, der große Mann mit dem Schnurrbart, der mir letzten Frühling half, die Haustür zu reparieren? Geht zu ihm und bittet ihm um ein paar Schillinge. Er wird euch sicherlich helfen. Leider kann ich gerade nicht arbeiten, aber wir lassen uns etwas einfallen, wenn ich zurück bin. Keine Angst, wenn Daddys Arm wieder bei Kräften ist, wird alles gut. Wenn die Ärzte endlich meinen Arm geheilt haben, werde ich... ... Da ist der Brief unvollendet geblieben. Wir haben hier einen weiteren Hinweis zu Harvey Fiddick und seiner schwierigen Lage, Good evening, Dr. Reed. von der wir auch beim ersten Gespräch bereits etwas erfahren hatten. Da erinnere ich mich noch dran. You seem worried about the safety of your family. And it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. Oh, das ist natürlich traurig. Beim Zeppelin-Angriff 1915 umgekommen. Die gab es ja wirklich, diese Zeppelin-Raids auf London. Zumindest in den früheren Kriegsjahren. Ich glaube später dann irgendwann nicht mehr. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr so genau. Ein relativ unterbeleuchtetes Thema, habe ich das Gefühl. Ja, wir wollen jetzt hier nicht mit jedem einzelnen Charakter sprechen, aber wir wollen zu Dr. Swansea noch hoch. Aber ich bin hier falsch. Ich muss wieder zurück in die Haupthalle irgendwie. Das ist aber nicht die Haupthalle. Verdammt, ich bin hier in einem Nebenarm, glaube ich, gelandet und muss in diese Richtung. Hier ist der Rezeptionstisch. So, gehen wir erstmal zu Edgar Swansea. Gucken mal, was er uns hier berichten kann zu dieser Tatsache. Hab ich da gerade Dr. Da ist ein Streitgespräch. Da ist irgendein Streitgespräch. Wir gehen mal rein. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Der scheint definitiv nicht gut auf uns zu sprechen. This is very bad news. Bad news indeed. Ja, also Dr. Swansea, jetzt aber mal Klarschiff. Was ist denn hier los? Was wird hier gespielt? Jetzt will ich aber auch mal Antworten haben. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Ein paar Leichen mehr wird niemand bemerken. Fürchten Sie um Ihren Ruf. Nee, wir bleiben mal jetzt ganz der Doktor, der wir sind. Wir müssen Vertrauen wiederherstellen. Wir müssen ehrlich miteinander sein. Das gilt übrigens auch für Sie, Dr. Swansea. We cannot have the people lose faith in this institution.
This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Also ich werde gern helfen, aber ich muss doch langsam mal wissen, was hier gespielt wird. Das gibt's doch nicht, dass ich der Letzte bin, der von irgendwas hier informiert wird, oder? Very well. I'll help you. Jonathan, please. I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Da haben sie nicht ganz unrecht. Sie werden nicht angreifen. Da bin ich mir nicht sicher übrigens. Ich werde sie alle beschützen. Das kann ich im Zweifelsfall gar nicht. Also ich würde schon ein bisschen Kritik üben jetzt an dieser Stelle. Well, they are not far wrong. The hospital is almost crawling with vampires. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Das trostlose Heilige des East End. Sean Hamptons Gräueltaten sollen wir ein Ende setzen. Am East End Dock. Liebe Leute, lasst uns doch mal kurz noch gucken. Sean Hampton, das war tatsächlich den wir hier gerettet haben. Aber wir können doch nicht die nächste Stütze hier down gehen lassen. Die ganzen leckeren Burger, hätte ich hier bald gesagt. Nein, die ganzen Menschen, die gehen doch hier zugrunde. Das können wir doch nicht zulassen, dass hier alles wie mit Dorothy Crane dem Abgrund hinabfällt. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Mensch, nochmal. Jetzt habe ich richtig was zum Überlegen. Die Folge ist schon ein bisschen lang geworden, aber das macht nichts. Wir werden uns beim nächsten Mal hier nochmal mit der Thematik auseinandersetzen und dann, ja, mal gucken, was wir dann machen können, ne, liebe Leute. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.